Ja, Amen. Vielen Dank für diesen wunderbaren Lobpreis und auch willkommen an euch alle von meinerseits. Ja, ich bin Nicole, manche von euch kennen mich, manche vielleicht nicht mehr, aber das ist okay, jetzt lernt ihr mich kennen. So, was hat jeder Mensch auf Erden miteinander gemeinsam? Habe ich mich mal gefragt und es gibt tatsächlich ganz schön viele Sachen, die ein Mensch miteinander gemeinsam haben könnte. Aber eine ganz wichtige Sache ist, Menschen lieben Geschichten und zwar schon in jeder Kultur und schon immer. Jetzt gerade durch Corona gucken ganz viele Leute Netflix-Serien. Irgendwie Tiger King, habe ich gehört, soll richtig in sein. Ich selber habe es nicht gesehen. Aber auch andere Geschichten gibt es, Filme und irgendwie YouTube-Videos und vielleicht aber auch ein Buch oder eine Instagram-Story oder was auch immer. Aber egal was es ist, irgendwie Geschichten, 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 Geschichten. Und das nicht nur heutzutage durch Corona, sondern auch schon immer und auch schon in jeder Kultur. Eine solche Geschichte, die älteste, von der wir wissen, kommt aus der Gegend von Babylon. Das ist der sogenannte Gilgamesch-Epos. Und in dieser uralten Geschichte, 4.500 Jahre alt, 2.500 Jahre älter als die Zeit Jesu, muss man sich mal vorstellen, haben wir ein Thema, was uns bis heute irgendwie anspricht. Da haben wir nämlich Gilgamesch, Halbgott, Krieger, König. Er meint, er hat alles im Griff. Er geht durch die Welt, er hat Abenteuer, er hat seine Freunde, er besiegt seine Feinde und er feiert das Leben und boah, ich bin so toll. Aber dann stirbt sein bester Freund, völlig unerwartet. Und Gilgamesch ist damit konfrontiert, so, Moment mal, ich bin ja doch nicht unverwundbar. Oh nein, was passiert? Irgendwie, ich habe doch nicht alles im Griff. Und damit muss er erstmal klarkommen. Und auch heute haben wir diese Situation, ich habe doch nicht alles im Griff. Gerade durch Corona ist es offensichtlich, aber auch sonst irgendwie. Ich habe nicht im Griff, wie ich erzogen wurde, ich habe nicht im Griff, wie die Leute auf der Schule mit mir umgegangen sind, ich habe nicht alles im Griff auf der Arbeit. Also, wie gehen wir damit um? Ich habe nicht alles im Griff. Vielleicht auch, wie gehen wir als Christen damit um? Dass wir in Krisen geraten? Wie gehen wir damit um, dass wir eben nicht alles im Griff haben? Dazu wollen wir heute ins Buch Daniel schauen. Wenn ihr eine Bibel zur Hand habt oder ein Smartphone oder wie auch immer, dann könnt ihr das gerne mit mir aufschlagen. Das ist Daniel Kapitel 1. Wenn man die Bibel so ungefähr in der Mitte aufschlägt, so kurz danach, da finden wir das Buch Daniel. Und da Kapitel 1. Wir schreiben die Zeit um ca. 600 vor Christus im Alten Orient. Zu dieser Zeit gab es große Königreiche mit richtig mächtigen Herrschern und es gab weniger mächtige Kleinstaaten und die haben alle miteinander irgendwie zu tun gehabt. Das sehen wir auch, wenn wir die ersten Verse lesen. Im 3. Regierungsjahr des Königs Joachim von Juda zog der babylonische König Nebukadnezar mit seinem Heer nach Jerusalem und belagerte die Stadt. Nebukadnezar nahm alles mit nach Babel, in den Tempel seines Gottes. Danach befahl der König seinem höchsten Hofbeamten Aschpenas, er solle von den Israeliten junge Männer auswählen, die aus vornehmen Familien des Landes stammen und sie in den Hof bringen. Okay, also Politik, er greift an, er will die wichtigsten Leute mitnehmen, damit er sie für sich selber haben kann. Aber wenn man das liest, das klingt vielleicht so ein bisschen trocken. Warum hat er überhaupt die Leute angegriffen und wer war dieser Nebukadnezar und was ist da los? Und ich habe mich so ein bisschen mal schlau gemacht, was war denn damals los? Und ich könnte euch das natürlich jetzt alles vorlesen, aber das werde ich nicht machen. Stattdessen habe ich ein Video mitgebracht, was uns zeigt, wie kommt es dazu, dass Nebukadnezar, also Babylon, Juda angreift, Jerusalem. Vorher waren die Assyrer an der Macht, aber dann passierte Folgendes. Seht selbst. Ach, was für ein neuer schöner Tag im Assyrischen Reich. Findet ihr nicht auch, meine Untertanen? Ganz recht. Naja, wie war das, Babylon? Naja, ich meine ja nur, Schluss jetzt. Keine Widerrede. Ab mit dir. Ey Leute, ich hab's satt. Die unterdrücken uns schon seit 300 Jahren. So geht's nicht weiter. Wir müssen sie loswerden. Oh ja, ganz recht. Okay, wir machen das so. Ich gehe dahin und wenn sie es am wenigsten erwarten, dann schließen wir uns zusammen und werden zu einem richtig großen Imperium. Haha, das werden die nicht kommen sehen. Oh ja, hihihi, das wird lustig. Hey Assyrien, war deine Mutter Prophetin? Was? Naja, die hat dich Assyrien genannt und bist voll der Asi geworden. Was willst du? Schluss jetzt. Na was wohl, ich will dich loswerden. Was? Revolution? Frechheit. Das bedeutet Krieg. Ägypten. Bist du bei mir? Ja, natürlich bei dir, Boss. Und Judäa? Ja, ich bin bei Ägypten. Okay.
3 gegen 1. Oh, das wird aber schön. Naja, bringen wir es aber hinter uns. Okay. Bereit machen. 1, 2, 3. Wow, wow, was ist das denn? Was ist das denn? Haha, neue Version. Eine Allianz? Das hast du nicht kommen sehen, was? Hilfe, schnell weg, nein. Wow, 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 wow. Wo wollen wir denn so schnell hin? Schwurz. Tja, wer meint, das ist ein bisschen schnell gegangen, das ist kein Problem. Es war auch ein bisschen unübersichtlich der damaligen Zeit, aber im Grunde genommen, Judäa hat sich die falschen Freunde ausgesucht und deswegen wurde es angegriffen. Und wenn ihr denkt, ja, das kann man doch irgendwie nicht so kindisch darstellen, das war doch wahrscheinlich viel ernster und so weiter, ja, auch da habt ihr recht, aber ich habe es bewusst genau so dargestellt, so kindlich und absurd, weil es einem tatsächlich manchmal so vorkommt. Keine Ahnung, weil es Politiker damals wie heute, die machen irgendwie ihre Sachen, die machen ihr Ding und dann kommt eine Umweltkatastrophe dazu, dann kommt mal so eine Pandemie rein und dann, es geht so hin und her wie Kinder auf dem Spielplatz. Und irgendwie verrückt, irgendwie absurd. Wie gehen wir damit um? Da könnte man jetzt natürlich sagen, ja, ist ja nicht meine Schuld und so. Man könnte, das machen wir in unserer Kultur sehr häufig, sagen, die machen ihr eigenes Ding, ich mache mein Ding, das geht mich alles überhaupt nichts an. Das nennt man Individualismus, so dieses Einzeldenken, ich habe mein Leben im Griff und der Rest ist egal. Problem ist nur, so einfach ist das nicht. Nebukadnezar will den ganzen Leuten im ganzen Reich beweisen, dass er es drauf hat. Und deshalb werden Daniel und seine Freunde mitgenommen. Da konnte Daniel auch nicht sagen, ja, nee, ich habe damit nichts zu tun, lass mich in Ruhe. Er ist trotzdem betroffen. Und auch heute merken wir, so einfach mit dem ich habe mein eigenes Leben im Griff ist das nicht. Jeder ist von verschiedenen Dingen betroffen, nicht nur durch Corona, sondern auch generell durch irgendwelche Beziehungen, durch Arbeitsverhältnisse, durch die Nachbarschaft, in der er aufgewachsen ist oder in der er wohnt oder sie wohnt. Aber jetzt durch Corona ist es ganz offensichtlich, jeder ist unterschiedlich betroffen, aber jeder ist betroffen. Die einen haben ihren Job verloren, die anderen arbeiten Überstunden. Die einen haben ihre Kinder zu Hause und wissen nicht, wie sie einen Tag länger das aushalten sollen. Und die anderen wollen so gerne ihre Enkelkinder einmal sehen. Die einen fühlen sich einsam, die anderen fühlen sich mit Zoom-Calls komplett überfordert. In manchen Teilen der Welt gibt es Hungersnöte, Afrika und Indien ganz besonders, weil ganz viele Leute nicht genug Geld haben, um sich Essen zu kaufen, wenn sie eben jetzt arbeitslos sind, wegen Corona. Also es betrifft jeden unterschiedlich, aber jeden betrifft's. Wir haben nicht alles in der Hand. Schon Gilgamesch hat das erfahren, schon Daniel hat das erfahren und wir erfahren das heute auch. Aber was machen wir damit? Wir haben hier im Text verschiedene Sachen, die hier passieren. Ich habe jetzt gerade bisher das geschichtliche Setting sozusagen, das ist so ein bisschen wie die Überschrift darüber, was als Rest passiert. Aber wir haben nicht nur das geschichtliche Setting, wir haben auch eine Art göttliches Setting, ein theologisches Setting. Wie steht Gott zu der ganzen Sache? Wenn ihr genau aufgepasst habt, dann habe ich nämlich ein bisschen von den Versen übersprungen, gerade eben. Gehen wir mal zurück. Vers 2. Was steht da? Der Herr ließ König Joachim von Juda und einen Teil der heiligen Tempelgeräte in dessen Gewalt fallen. Moment mal. Habe ich das richtig verstanden? Der Herr ließ das zu? Der Herr ließ das zu? Soll das etwa heißen, dass Gott Krisen irgendwie manipuliert? Schiebt er uns rum, wie Kinder irgendwas in einem Video rumschieben, wie Playmobil-Figuren? Ist Gott böse? So einfach würde ich das nicht sagen. Eher so. Es gibt nichts, was Gott überrascht. Es gibt nichts, was Gott nicht weiß. Er hat alles im Griff. Diese Betonung, die kriegen wir hier am Anfang des Textes und die sehen wir auch ganz deutlich, wenn wir uns das Wort für Herr im Text ein bisschen genauer anschauen. Generell, wenn ihr einen Bibeltext lest, ich würde euch immer empfehlen, schaut euch die Worte an, die Namen, die für Herr oder Gott oder sowas benutzt werden, denn je nachdem, was da steht, haben wir eine andere Betonung. Hier haben wir
der Herr ganz normal geschrieben, H groß und ERR klein. Das ist das Wort Adonai im Hebräischen und das bedeutet Chef, Machthaber, Boss oder eben Herr. Das ist aber anders als zum Beispiel Herr, was in manchen deutschen Bibeln alle 4 Buchstaben groß geschrieben sind. Das wäre der Gottesname Jahwe. Das wurde zum Beispiel Mose gesagt, ich bin der Herr, dein Gott, Jahwe. Und das bedeutet, ich bin der ich bin da. Der Unterschied ist, Jahwe betont die Gemeinschaft, die Beziehung, ich bin da, ich bin bei euch. Und Adonai betont die Herrschaft, ich habe es im Griff. Hier im Text also haben wir 2 verschiedene Dinge, die gesagt werden. Menschlich gesehen, verrückte Welt, alles durcheinander, alles Chaos. Aber göttlich gesehen, ich habe alles im Griff. Ich bin der Herr. Und das bestimmt den Rest des Textes. Aber wie geht's dir damit, wenn du das hörst? So, ja, Chaos, aber Gott ist Herr. Wenn du beim YouTube zuschaust, schreib gerne einen Kommentar rein, ein Wort, was dir dazu einfällt. Findest du das seltsam, irgendwie beunruhigend? Ist es dir egal? Ist es vielleicht beruhigend? Wenn ich das heutzutage sage, in einer postmodernen Gesellschaft und mitten in der Krise, Gott ist Herr, das kann doch etwas naiv wirken. Ja, wenn Gott Herr ist, warum lässt er dann das Leid zu? Benutzt er die Krise etwa als Strafe? Ist er irgendwie zynisch? Und ist das nicht ein mittelalterliches Bild von Gott zu sagen, dass er Herr ist? Ich bin doch Herr meines eigenen Lebens. Ich kann nicht alles bestimmen, aber ich bin doch wenigstens Herr meines eigenen Lebens. Und ich kann dir nicht alle Fragen beantworten. Ich kann dir nicht sagen, warum Gott Leid zulässt. Aber ich kann dir sagen, dass das eben die Überschrift ist, die wir hier bekommen und dass sie dann später in der Geschichte konkret wird. Und auch für Daniel wird es nicht einfach gewesen sein, denn er hat immerhin seine Heimat verloren. Er war ein junger Mann, der abgeschleppt wurde von ein paar Soldaten und er hat das nie wieder gesehen, seine Heimat. Und Gott hat das alles zugelassen. Warum? Daniel hat das wahrscheinlich auch durchbuchstabieren müssen, was das wohl heißt. Aber trotzdem kommt er in diesem Buch, durch diese Überschrift, kommt er zu diesem Schluss, ja, die Welt ist chaotisch, ja, es gibt Krisen, aber da gibt es was oben drüber, nämlich Gott ist Herr. Das ist die Grundlage, auf der dieser Text aufbaut. So, gehen wir mal einen Schritt weiter. Das Setting haben wir jetzt verstanden, verrückte Welt, aber Gott ist Herr. Jetzt gucken wir mal in die eigentliche Handlung. Nebukadnezar hat die Stadt angegriffen. Aber er hat sie nicht einfach nur angegriffen, sondern er will junge Männer als Azubis für seinen Dienst haben. Und da gibt er ganz genaue Anleitungen zu. Und dann hören wir zum ersten Mal von Daniel und seinen Freunden in Vers 4-7. Er, der König, sagte, such nur die Männer aus, an denen man keinen körperlichen Fehler finden kann. Außerdem müssen sie gut aussehen, eine umfangreiche Bildung vorweisen und von schneller Auffassungsgabe sein. Nur die jungen Männer, die dies alles erfüllen, sind geeignet für den Dienst am Palast des Königs. Dann unterrichte sie in der Sprache und den Schriften der Babylonier. Unter den ausgewählten jungen Männern befanden sich auch Daniel, Hanania, Mischael und Asaja. Okay, also wir haben hier Nebukadnezar. Er will nur die Besten. Jung, gut aussehend, gesund, schlau, gebildet. Offenbar trifft das auf Daniel und seine Freunde zu. Also wissen wir, Daniel und seine Freunde waren jung, gut aussehend, gesund, schlau, gebildet. Jung, das heißt Teenager, 15 bis 19 Jahre alt ungefähr in der Zeit. Denn in der Zeit war man, sobald man seine Bar Mitzwa, also seine religiöse Bildung abgeschlossen hat, erwachsen. Und das war ungefähr so in dem Alter. Da konnte man heiraten, da konnte man ein Haus bauen, da konnte man irgendwie eine Karriere anfangen. Also so alt war er ungefähr. So ungefähr wie wir heute Leute zwischen 18 und 30 einschätzen. Junge Erwachsene von der Rolle her. Daniel hatte also viel Potenzial. Er hatte sein ganzes Leben vor sich, wahrscheinlich auch viele Pläne, vielleicht war er sogar verlobt, wir wissen es nicht. Aber dann wurde alles anders. Und klar, es war auch ein Privileg, ausgesucht zu werden vom König. Immerhin wurde er nicht umgebracht, aber trotzdem nicht das, was man sich vielleicht freiwillig ausgesucht hätte. Das ist also, was passiert. Daniel wird aus seiner alten Heimat weggerissen.
Aber dann geht es noch einen Schritt weiter. Er wird nicht nur weggerissen, sondern er wird auch woanders eingesetzt. Und dann wird seine Identität angegriffen. Das wird jetzt hier sehr deutlich. Der oberste Hofbeamte gab ihnen nämlich neue babylonische Namen. Daniel wurde Belshazzar genannt und Hanania bekam den Namen Schadrach, Mischael, Hisman und Meschach und Asaja, Abednego. Okay, wenn man das liest, dann denkt man vielleicht, was ist daran so schlimm? Irgendwie so Namen, also ich heiße halt so, weil meine Eltern mich irgendwie genannt haben. Aber das war damals anders. Damals war es nämlich nicht nur, wie heißt du, mit dem Namen verbunden, sondern die Frage, wer bist du? Was ist deine Identität im Kern? Was macht dich aus? Wenn man jetzt zum Beispiel meinen Namen heute sieht, Nicole, dann gucken die wenigsten Leute dahin und sagen, oh, wie heißt du? Ich sage Nicole, dann so, oh, Nicole, Siegerin des Volkes. Machen die wenigsten. Die wenigsten wissen, was das bedeutet, geschweige denn würden sie sagen, okay, das ist jetzt das ist jetzt wirklich deine Identität im Kern. Aber damals war das so, man hat die Bedeutung nicht nur gekannt, sondern das war auch ein Teil von dem, wer du bist. Die Babylonier sagen also jetzt zu Daniel und seinen Freunden, ihr seid nicht mehr Juden. Das ist nicht mehr eure Identität. Ihr seid jetzt Babylonier. Mit allem drum und dran. Ihr habt jetzt eine Identität, die wir euch geben. Das ist also für Daniel ziemlich schwierig. Als junger Mann, der eigentlich viele Pläne hat wahrscheinlich, wird er aus einer alten Heimat rausgerissen und dann wird ihm jetzt eine neue Identität vorgeklatscht. Hattest du das auch schon mal, dass dir eine andere Identität aufgedrängt wurde? Vielleicht war das, dass du bei der Arbeit bist und dann kommt dein Chef und sagt, ja, also vielleicht kannst du mal ein paar Papiere weniger hinterlegen, so einfach, oder vielleicht ein paar Zahlen weniger, weil dann sparen wir ein paar Steuern. Okay, es war eigentlich illegal, aber der Chef hat es ja gesagt, also was machst du? Oder deine Freunde gehen feiern und du willst irgendwie mitgehen und Alkohol ist ja an sich nicht das Problem, aber die trinken wesentlich mehr, als du eigentlich persönlich trinken würdest, aber alle machen ja mit und sie drängen dich ja dazu, also was machst du? Oder also es gibt halt einfach ganz viele verschiedene Sachen. Oder da kommt ein Mobbingopfer in der Schule vor, alle machen mit, alle mobben den. Und eigentlich bist du nicht der Typ, der mobbt, aber alle machen das. Was machst du? In diesen Beispielen geht es ganz klar um Gruppenzwang, aber auch ein Stück um Identität. Bin ich jemand, der Akten fälscht? Bin ich jemand, der über seinen Durst trinkt, der sich dazu drängen lässt? Bin ich jemand, der mobbt? Und es ist nicht so, oh, ich habe einmal was falsch gemacht und deswegen bin ich jetzt total der Kriminelle oder der Assi oder was auch immer, sondern die Situation kommt und konfrontiert dich. Sei so, wie ich das jetzt will. Sei so, wie wir das wollen. Und dann müssen wir uns dazu verhalten. Und das ist, was Daniel hier hat. Nicht nur wird ihm ein neuer Name gegeben, sondern er soll auch noch jetzt Essen von dem königlichen Tisch bekommen. Ist zwar ganz nett, aber das ist leider den Göttern geweiht. Und man hat die Vorstellung gehabt, man isst zusammen mit den Göttern dieses Essen. Und er als Jude wäre das natürlich schwierig für ihn. Also was macht er? Den Schlüsselvers haben wir hier in Vers 8. Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speisen und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Er bat Aschpenas um die Erlaubnis, die kultisch unreinen Speisen nicht essen zu müssen. Also Daniel wird konfrontiert, er hat richtig Druck von außen, aber dann steht da, er beschloss in seinem Herzen. Was heißt das, er beschloss in seinem Herzen? Wir müssen da aufpassen, denn Herz damals bedeutet was anderes als heute. Wenn wir heute Herz denken, dann denken wir vielleicht an einen Disney-Film. Folge deinem Herzen, lebe deinen Traum, sei du selbst. Emotionen und Leidenschaft und Begeisterung. Aber das ist nicht damit gemeint, sondern damals war Herz nicht Sitz der Emotionen, Sitz der Gefühle, sondern damals war Herz Sitz des Willens. Es war eine Schaltzentrale. Also nicht unbedingt, Daniel hat voll die Gefühle dafür, sondern er entscheidet sich. Er entscheidet sich. Und er hat einen starken Willen. Aber warum hat er einen starken Willen? Warum hat dieser Teenager, der Jude ist, in einer nicht-jüdischen Welt so einen starken Willen, dass er seinen Glauben leben kann?
und sich an die Speisegebote hält, die damals für Juden sehr wichtig sind. An seiner Karriere kann es schon mal nicht liegen. Also Selbstbewusstsein hat er wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt aus seiner Karriere geholt, weil er ist ja erst Azubi. Und irgendwie aus seiner Stellung, der ist ja erst angekommen, er ist ein Fremder unter den Babyloniern, an seinem Ego liegt es wahrscheinlich auch nicht. Also woran liegt das? Nur daran, dass Gott ihm diese Identität, eine andere Identität zuspricht und daran hält er sich fest. Die Babylonier kommen und sagen, sei so, wie wir das wollen. Und Daniel sagt, ja, aber Gott sagt, ich bin der hier. Das ist zum einen schwierig, weil er ja natürlich diesem Druck standhalten muss. Aber zum anderen ist es einfach, weil im Grunde lehnt sich Daniel an den Namen, den Gott ihm gibt. Namen sind ja Identität damals gewesen, also die wollen ihm einen babylonischen Namen geben, aber er hatte seinen jüdischen Namen. Sein jüdischer Name, Daniel, bedeutet, Gott ist mein Richter, also Gott ist mein Chef sozusagen. Belshazzar bedeutet, möge Bel ihn beschützen, also irgendein babylonischer Gott. Und jetzt sagt Daniel im Grunde genommen, nee, ich bin hier, ich bin bei diesem Namen und das macht mich aus. Gott ist mein Chef, Gott ist Herr in meinem Leben und deswegen kann ich da auch stehen, gegen anstehen. Wenn man das sich vielleicht bildlich vorstellen will, dann ist es vielleicht so wie ein Schirm. Die Babylonier kommen mit ihrem Schirm und Daniel hat seinen eigenen Schirm, er stellt sich da drunter. Und das Interessante ist, Gott spricht ihm diese Identität zu. Daniel muss sie nicht erfinden, sondern im Grunde genommen hält Gott diesen Schirm und dann kommt Daniel und stellt sich einfach da drunter. Er muss ihn nicht selber halten, er muss es nicht selber konstruieren oder erfinden, er stellt sich da drunter. Er lässt sich das zusprechen. Manchmal werden wir also in unserer Identität herausgefordert. Sei so, wie wir das wollen, kommt dann von uns außen dran. Wenn das bei dir der Fall ist, wenn du dir gleich denkst, ja, da ist so eine Situation, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß nicht mit den Leuten und wie soll ich als Christ in dieser Welt jetzt gerade leben? Dann kannst du es vielleicht machen wie Daniel. Stell dich unter die Identität, unter den Schirm, den Gott dir gibt. Zum Beispiel, wenn du dich total wertlos fühlst, denkst du, ich kriege nichts auf die Reihe. Lass dir zusprechen, nein, ich bin nicht wertlos, ich bin Gottes Geschöpf. Gott hat mich geschaffen, er hat mich wunderbar gemacht. Wenn du an Jesus Christus glaubst, das hat Daniel noch nicht gekannt, weil da gab es Jesus noch nicht. Aber wenn du an Jesus Christus, Gottes Sohn, glaubst, dann bist du sogar noch mehr als Daniel, dann bist du sogar Gottes Kind. Dann bist du sogar noch direkter in Verbindung mit Gott. Dann kannst du dir das ganz direkt zusprechen lassen. Ich bin Gottes Kind, ich habe eine Würde. Und ich als Gottes Kind kann Dinge anders machen. Nicht, weil ich so toll bin, nicht, weil ich so talentiert bin oder weil ich so moralisch aufrichtig bin, sondern ich bin Gottes Kind und ich als Gottes Kind lasse mir das zusprechen und ich mache das so. Dann können der Chef und die Freunde und die Mobbinggruppe vielleicht kommen und du kannst sagen, nee, ich bin Gottes Kind, ich mache da nicht mit. Und nochmal, hier geht es nicht darum, dass du einmal irgendwas falsch machst und deswegen bist du dann nicht mehr Gottes Kind oder so, dass man nur Gottes Kind wäre, wenn man Sachen richtig macht. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass Gott uns diese Identität anbietet, hinhält und wir können uns immer wieder darunter stellen und immer wieder zurückkommen und auch wenn wir was versagt haben oder Schwierigkeiten haben und sagen, Gott, ich weiß nicht mehr weiter, hilf mir. Dann können wir uns immer wieder darunter stellen und sagen, nein, ich bin nicht das, was die anderen sagen, ich bin Gottes Kind, ich bin hier, ich bin unter diesem Schirm und das bestimmt mich. Ein Beispiel möchte ich euch aus meinem eigenen Leben erzählen. Am Anfang wurde in der Einleitung gesagt, ich studiere Theologie, das stimmt, ich studiere in Eversbach Theologie und im Zuge des Studiums habe ich vor etwa einem Jahr eine Seelsorgeausbildung gemacht. Und da haben wir so eine etwas eigentlich ganz banale Übung gemacht am Anfang. Wir sollten uns vorstellen, der Raum wäre wie eine Karte von Deutschland, so Nord-Süd und so. Und dann sollten wir uns hinstellen, wo unsere Heimat ist. Ja, das ist aber für mich nicht so einfach zu beantworten, denn ja, ich bin in Heidelberg aufgewachsen, ich bin sogar hier in die Gemeinde gegangen, in der FEG. Aber Heidelberg ist doch nicht meine Heimat, ich bin hier doch nicht geboren. Ich bin in Amerika geboren, in Kalifornien. Englisch ist meine Muttersprache, aber ich bin doch auch nicht ganz Amerikanerin, ich bin doch in Deutschland zur Schule gegangen und mein Vater ist doch Deutscher. Wo gehöre ich eigentlich hin? Nicht wer bin ich,
sondern wo bin ich? Wo kann ich einfach sein? Wo kann ich einfach ankommen? Und ich rang mit dieser Frage und irgendwann kam ich zum Schluss, nirgendwo. Egal wo ich bin nie zu Hause. Ja, das machte mich erstmal ziemlich traurig, dass ich dieses Ankommen nie kennen würde. Aber dann sprach Gott zu mir und sagt, Nicole, du hast recht. Auf Erden bist du nirgends zu Hause. Aber das ist okay, denn du bist bei mir zu Hause. Ich bin dein Zuhause. Und ich habe gedacht, stimmt, meine Perspektive war ganz anders. Im Grunde genommen habe ich vorher versucht, meinen Schirm in Amerika zu suchen oder in Deutschland zu suchen oder bei den Freunden oder bei der Arbeit oder bei dem Studium. Aber das ist nicht mein Schirm, Gott ist mein Schirm. Ich kann überall sein, Gott ist überall, also bin ich überall zu Hause. Und das hat mir unglaublich geholfen, einfach entspannter durchs Leben zu gehen und egal was passiert, zu wissen, ich bin zu Hause, ich habe meinen Schirm. Und es hilft mir auch jetzt während Corona. Denn eigentlich, laut Plan, sollte ich gar nicht hier in Deutschland sein. Eigentlich sollte ich jetzt in Amerika sein, bei meinem Gemeindepraktikum und lernen, Pastor zu sein. 6 Monate lang sollte ich von Februar bis August in der großen Gemeinde in der Gegend von Seattle den Gemeindedienst kennenlernen. Tja, durch Corona wurde alles anders und deswegen bin ich seit Ende März schon wieder in Deutschland. Ich werde das Praktikum irgendwann dann nachholen müssen. Ja, aber vergleichsweise war das einfach für mich, das irgendwie zu durchbuchstabieren und dann irgendwie nach Hause zu kommen. Auch wenn ich natürlich traurig war zu gehen, ich weiß, die Gemeinde dort und meine Freunde dort und meine Verwandten dort sind nicht mein Schirm. Die sind nicht meine Identität. Die sind zwar schön und gut, aber das ist nicht mein Schirm. Gott ist mein Schirm. Ich kann überall sein und ich bin zu Hause. Also für jeden bedeutet es was ganz Unterschiedliches, aber das ist so ein Beispiel, wie das bei mir gewesen ist. Daniel stellt sich also unter Gottes Schirm, seine Identität für sein Leben. Jetzt könnte man da irgendwie schön Schluss machen und sagen, ja, stell dich unter Gottes Schirm, ach wie schön, wie erbaulich, gehen wir in die Woche. Aber man könnte das auch ganz krass missverstehen, wenn man das so stehen lässt. Ich stehe unter Gottes Schirm, man könnte das verstehen als ich schirme mich ab. Die Welt ist mir jetzt egal, die sind diese Heiden da draußen, die sind diese unchristlichen Menschen, mit denen will ich nichts zu tun haben. Ich und mein Jesus, wir machen unser Ding und der Rest ist egal. Aber das macht Daniel genau nicht. Er geht ganz taktvoll ins Gespräch mit den Babyloniern. Er hält zwar ganz stark überzeugt an seinem Glauben fest, aber er geht trotzdem taktvoll ins Gespräch. Das sehen wir in den Versen 9 bis 14. Da hat der oberste Hofbeamte, der Aschpanas, nämlich ganz schön Bedenken. Er sagte zu Daniel, ich habe Angst vor meinem Herrn, den König. Wenn er erfährt, dass ihr schlechter ausseht als die anderen jungen Männer eures Alters, wird er mir wegen euch den Kopf abschlagen. Wow, okay. Da sagte Daniel, ernähre uns versuchsweise 10 Tage lang mit Gemüse und Wasser. Vergleiche nach Ablauf dieser 10 Tage unser Aussehen mit denen der jungen Männer, die von den Speisen des Königs essen. Danach entscheide, wie du weiter mit uns verfahren willst. Daniel beweist hier unglaubliches Taktgefühl und Weisheit. Und das in seinen jungen Jahren. Das ist sehr beeindruckend. Denn gerade wenn man was voll und ganz vertritt, kann das sehr schnell in Arroganz kippen. Ich bin Herr der Ringe-Fan. Was, du magst Herr der Ringe nicht? Also du hast offensichtlich keinen Filmgeschmack. Ich bin FC Bayern-Fan. Was, du bist Dortmund-Fan? Mit dir rede ich nicht. Ich bin Christ. Du bist kein Christ? Ja, da bist du ja eigentlich verdammt. Lass mich dir 10 Gründe nennen, warum du falsch liegst. Manchmal sprechen wir diese Gedanken aus, andere Male denken wir sie nur. Aber dieses Denken, so, ja, ich schirme mich ab, das ist nicht das, was wir hier finden. Wir sehen, Daniel hält an seiner Identität fest, aber er muss sie nicht verteidigen. Stattdessen sagt er diesem Hofbeamten, überzeug dich selbst. Mach einen Test. Schau mal, was passiert. Überzeug dich selbst. Nicht, die Speisegesorte sind richtig und ich werde dir jetzt alles erklären, sondern überzeug dich selbst. Nicht,
die Götter sind sowieso egal, nur Gott ist richtig, nur Gott Israels ist richtig, sondern überzeug dich selbst. Manchmal habe ich den Eindruck, wir Christen meinen, wir müssten Gott beweisen, wir müssten andere überzeugen vom Glauben. Wir gehen in alle möglichen Debatten und wir lesen Bücher und wir haben wütende Diskussionen und wir meinen, so würde jemand zum Glauben finden. Und es ist gut, sich weiterzubilden. Ich studiere immerhin Theologie, also es ist gut, sich weiterzubilden. Aber eben nicht mit der Motivation, ich will dem anderen zeigen, dass er Unrecht hat. Oder weil ich irgendwie krampfhaft meine Identität beweisen muss. Auch wenn du jetzt gerade Fragen hast, warum lässt Gott Leid zu? Und dann kommt jemand und fragt dich, dann sagst du, keine Ahnung. Es ist okay, dass wir nicht alles wissen. Es ist okay, dass wir Gott nicht verstehen. Gott ist groß genug, er kann auf sich selber aufpassen. Wir müssen das nicht machen. Aber die Frage ist, trauen wir ihm das zu? Wie wäre es, wenn wir einfach bei dem bleiben, was Gott tut und uns darauf verlassen, dass er sich zeigen wird? Wir können Glauben nicht machen, sondern Gott zeigt sich, Gott offenbart sich. Und dann können wir auch miteinander reden, dann können wir auch diskutieren, aber eben mit der Gelassenheit, dass Gott sich selber offenbart. Überzeug dich selbst. Daniel und seine Freunde machen genau das. Überzeug dich selbst, sagen sie diesem Beamten. Sie lassen sich auf ein Experiment ein und tatsächlich 10 Tage später sehen sie sehr gesund aus. Es hat für sie geklappt, sie kriegen ihr Essen, ein kleiner Erfolg. Aber sie sind ja nach wie vor junge Azubis in einem fremden Land. Also so radikal hat sich ihre Situation nicht geändert. Könnte man meinen. Aber wie Daniel dazu dachte, das kriegen wir nicht mit. Wir kriegen nur mit, erstens, er stellte sich unter Gottes Schirm, zweitens, er schirmte sich nicht ab und jetzt drittens fasst diese beiden Punkte zusammen. Er gehorchte Gott mit dem, was er weiß von Gott, von dem, was er von Gott wusste. Daniel würde später alle möglichen Sachen erleben, das kann man in diesem Buch nachlesen, also das Buch Daniel sehr zu empfehlen zu lesen. Er würde Könige beraten, er würde Träume deuten, er würde Wunder erleben, er würde mit seinem Leben bedroht werden und Gott würde ihn erlösen. Also krasse Dinge wird dieser Mann erleben. Aber das weiß er alles jetzt noch gar nicht. Das ist ein Teenager, der noch keine Ahnung hat, was Gott mit ihm vorhat. Aber er kennt das Gesetz Moses, der damalige Bund Gottes mit dem Volk. Und er sagt, okay, ich weiß nicht, was ich hier soll, ich weiß nicht, was hier los ist, aber ich kenne das und da halte ich mich erstmal dran. Und der Rest folgt später. Gehorsam ist so ein nicht so beliebtes Wort, weil da denkt man vielleicht an so einen strengen Lehrergott, der einen bestraft, wenn man es irgendwie falsch macht oder ein langweiliger Glaube oder so. Aber so ist es nicht. Sondern Gehorsam, es bedeutet, dass wir uns in eine Beziehung hineingeben, die mit Gott eben gestalten. Es bedeutet nicht, dass wir uns irgendwas verdienen müssen. Gott liebt uns so oder so. Aber wenn wir eben ihm gehorchen, dann zeigen wir Vertrauen. Das ist so, wenn wir sagen, ja, eine Brücke, ja, die hält, ich glaube, dass die hält, aber erst wenn ich rübergehe, erst wenn ich auf diese Brücke draufgehe und erfahre, dass sie trägt, dann haben wir sozusagen Taten, die das beweisen, die das zeigen, dass wir tatsächlich vertrauen, dass diese Brücke trägt. Also Gott hält uns diesen Schirm hin. Aber wir haben diese Herausforderung, aber auch diesen Zuspruch, uns herunterzustellen. Und das in Gehorsam mit dem, was wir von Gott wissen. Wie kann das konkret aussehen? Wenn du zum Beispiel meinst, ich erlebe Gott so selten, dann frag dich mal ganz ehrlich, stellst du dich ganz unter Gottes Schirm, seine Identität für dein Leben, oder gibt es vielleicht auch Bereiche, die du bewusst oder unbewusst ein bisschen ausklammerst? Und hier geht es nicht darum, ich habe einmal was falsch gemacht und deswegen mag mich Gott nicht mehr, sondern hier geht es um eine grundlegende Haltung. Manchmal machen wir das nämlich zum Beispiel, ja Gott, also da und da kannst du mir, da wollte ich ja danach folgen, das ist okay, aber bei Partnerschaft redest du mir nicht rein. Oder, ja Gott, ich gehe ja in die Gemeinde und ich rede ja mit den Leuten, das ist ja alles ganz schön und gut, aber bei der Sucht, das ist mein Ding. Also wenn wir bewusst Dinge ausklammern, wenn wir sagen, eine Haltung, ja, das, aber das nicht, dann ist es so, als würden wir uns nur teilweise unter diesen Schirm stellen. Da wird uns Gott nicht zwingen, irgendwie darunter zu kommen, aber
es wird auch eine Distanz eben sein, weil wir uns eben distanzieren, sagen, nee, der Bereich nicht. Wenn du also was ungeklärt hast, dann kannst du das zu Gott bringen. Und wenn du sagst, nee, eigentlich habe ich nichts ungeklärt, eigentlich ist alles bestens, ist super. Ja, cool. Dann lern Gott einfach immer weiter kennen. Zum Beispiel lies die Bibel, weil da spricht Gott durch die Geschichten, die er mit Menschen erlebt hat. Dann erlebst du, was er mit Menschen erlebt hat und auch wie er heute lebt, wie er heute miteinander mit einem redet. Verbring Zeit im Gebet, weil Gebet und Lobpreis, da redest du mit Gott direkt. Und da kannst du sehen, da kannst du Gott sagen, hey, wie es dir geht, aber da kannst du auch Gott zuhören. Und wenn Gott dir einen Eindruck gibt, hey, ich habe das und das, versuch mal das und das, dann lern das zu unterscheiden, lern mit Gott zu reden. Verbring Zeit mit anderen Christen, auch jetzt in der Corona-Krise können wir per Zoom und per Hauskreise und durch verschiedene Sachen können wir uns eben treffen. Wir sind nämlich nicht alleine irgendwie in unseren vier Wänden, sondern wir sind nach wie vor eine Gemeinschaft der Glaubenden. Und das können wir ausdrücken, indem wir einander treffen und indem wir einander stärken, einander anrufen oder vielleicht einfach ein Paket vorbeibringen, wenn man sich nicht sehen darf, wie auch immer das aussehen mag. Wenn du einen Hauskreis suchst oder irgendwie Gemeinschaft mit Christen, dann kannst du gerne Leute in der Gemeinde ansprechen, die du kennst oder die Pastoren anschreiben, die werden dich bestimmt weitervermitteln können. Also wir können ganz konkret eben uns unter diese Identität Gottes für unser Leben stellen. Nicht einfach nur, ja, das ist irgendwie da, sondern wir können uns auch zu verhalten. Und dann fängt das Abenteuer richtig an. Das sehen wir bei Daniel und seinen Freunden. Sie richten sich auf das, was sie von Gott wissen. Und das zeigt Wirkung. Schließlich Vers 17 bis 20. Gott schenkte diesen 4 jungen Männern Einsicht und Verständnis für die Wissenschaft und alle Schriften ihrer Zeit. Daniel besaß außerdem die besondere Gabe, Visionen und Träume deuten zu können. Keiner konnte an Daniel, Hanania, Michael und Asaja heranreichen. So wurden sie in den Dienst des Königs gestellt. Und hier geht es nicht darum, dass Gott irgendwie mit einer Checkliste da steht und sagt, okay, ihr habt meine Speisegebote beachtet, ihr wart irgendwie treu und ihr habt das und das. Okay, dann kriegt ihr ein Sternchen, jetzt kriegt ihr eine Beförderung. Gott kommt nicht mit einer Checkliste, sondern mit sich selbst. Gott ist ein Gott der Beziehungen. Das heißt, hier geht es nicht darum, ich muss mich jetzt abarbeiten, damit Gott mich mag oder damit Gott mir irgendwas gibt, sondern wenn du Zeit mit Gott verbringst, dann entsteht Vertrauen. Und wenn Vertrauen entsteht, dann zeigt das Auswirkungen. Genauso wie man mit Leuten irgendwie Kontakt hat, eine Beziehung hat, dann wird das früher oder später Auswirkungen haben. Welche Auswirkungen kann das denn haben? Zum Beispiel, du könntest tatsächlich Wunder erleben. Du könntest tatsächlich irgendwie Gaben entwickeln, die du nie gedacht hättest, die du hast. Aber das könnten auch Sachen sein, wie dass du in deinem Charakter stärker wirst, in einem Bereich, wo du gedacht hast, das geht einfach nicht. Dann kannst du das Gott hinlegen und sagen, hey Gott, ich vertraue dir das an. Und dann kann Gott dir helfen, damit umzugehen. Und auch wenn es vielleicht heißt, ich gehe jetzt in Therapie oder ich habe professionelle Hilfe, die mir das anbietet, auch das ist ein Schritt, den du mit Gott gehen kannst. Oder wenn du sagst, ja, wow, da habe ich irgendwie ein Gebet Gebetserhörung, das war irgendwie voll cool und so. Vielleicht lernst du die Welt mit neuen Augen zu sehen. Anstatt, wow, es ist so schwierig, Corona ist so anstrengend, kannst du sehen, okay, wo bin ich dankbar? Was hat Gott hier alles mir gegeben? Was hat Gott mir geschenkt? Und vielleicht sogar, wie sieht er die Menschen um mich herum? Da kann man anfangen, für die Menschen zu beten und stellt fest, wow, diese Menschen sind nicht nur nervig, sondern das sind Gottes Geschöpfe. Und Gott liebt diese Menschen. Dann sieht man ganz anders die Welt. In kleinen, in großen Dingen. Vielleicht merken wir dann, dass Gott tatsächlich diesen Schirm bereithält, dass er tatsächlich uns mehr anbietet, als wir vielleicht je gedacht hätten. Gerade dann, wenn es in der Krise nicht so aussieht. Was kannst du also diese Woche ganz konkret Gott anvertrauen? Oder was kann Gott dir anvertrauen? Wo hält Gott dir diesen Schirm hin? Wo kannst du dich drunter stellen? Denk mal an eine Sache, an eine Freundschaft, an vielleicht eine Krankheit, mit der du zu tun hast, Finanzen oder eine Beziehung. Wo kannst du das Gott anvertrauen? Wo könnt ihr sagen, hey Gott, ich traue dir das zu. Hey Gott, ich komme jetzt damit zu dir und ich gehorche dir in diesem Bereich.
Wenn du eine Sache hast, dann bring das zu Gott. Und eben nicht, weil du das leisten musst, nicht, weil du so toll bist und es beweisen musst, sondern weil wir eben einen Gott haben, dem wir das anvertrauen können und der es gut mit uns meint und der mit diesem Schirm bereitsteht. Es ist ein Zuspruch, der an dich gilt, nämlich, dass er da ist, dass er Herr ist, gerade dann, wenn es schwierig scheint. Ich bete noch mit uns. Danke Gott, dass du uns diesen Zuspruch gibst. Ja, die Welt ist verrückt. Ja, wir wissen nicht, warum Dinge passieren, aber du bist nach wie vor Herr. Danke, dass wir uns noch mehr als Daniel irgendwie auf dich ausrichten können, weil du eben selber zu uns gekommen bist durch Jesus Christus. Danke, dass wir eine Verbindung zu dir haben können, die keiner wegnehmen kann. Danke, dass wir in dir eine Identität haben, die keiner nehmen kann, ganz egal, wie schwierig die Situation ist. Denn du hältst die uns bereit. Ich bitte, dass du uns in dieser Woche ganz konkret eben die Augen öffnest. Wo siehst du uns? Wer sind wir in deinen Augen? Und wie kann das zu einer Handlung werden? Wie können wir das entwickeln, dass wir sagen, ich bin Gottes Kind und ich kann dir das anvertrauen. Ich kann mich da drunter stellen und nicht abgrenzen, nicht um irgendwie ein Snob zu sein vor Nichtchristen, sondern aus Zuspruch, weil du uns eben diesen Schirm hinstellst. Schenk uns jetzt auch weiter einen schönen Sonntag und eine gute Woche. In Jesu Namen. Amen.